Afrika, ein Kontinent voller Abenteuer, atemberaubender Schönheit und faszinierender Kontraste. Unendliche Weiten, eine einzigartige Tierwelt und spektakuläre Naturwunder prägen diesen Kontinent und wir sind mittendrin. Wir sind Yvonne und René und seit Anfang 2022 mit unserem Toyota Land Cruiser abseits aller Touristenpfade auf unserem Traumkontinent unterwegs. In der letzten Woche hat die tiefe Flussdurchfahrt durch den Luangwa in Sambia nicht nur Nerven, sondern auch Material gekostet. Ein Flügel im Lüfter ist abgebrochen und muss ersetzt werden. Steig ein und komm mit, begleite uns dabei, wie es weitergeht. Wir haben ja ein kleines Problem, weil unser Flügel vorne vom Kühler... I'm looking for the fan blade for this vehicle. I have a chassis number. Und jetzt sind wir hier in Pika, in der Werkstatt von Mr. Anton, der gerade telefoniert und er versucht gerade einen neuen Flügel für uns zu organisieren. Alles nicht so einfach, aber er soll ein sehr, sehr zuverlässiger und guter und ehrlicher Mechaniker sein. Und hier stehen ganz viele Chupis. So, Mr. Anton, sehr netter Mann, hat jetzt in Lusaka angefragt und das würde genauso viel Geld kosten wie in der Werkstatt, die wir schon mal angefragt hatten gestern, die aber in unserer Zukunft liegt, in Kasama. Da wollen wir eh vorbeifahren. Und da könnten wir das ja, also wir werden das jetzt bestellen und dann können wir am Montag, wenn wir da eh vorbeifahren, das dann abholen und René kann das dann einbauen. So verlieren wir keine Tage. Das ist ein bisschen doof. Er hat sich jetzt die Arbeit gemacht, aber er macht da einen sehr zufriedenen, entspannten Eindruck. Und ja, aber so machen wir das jetzt. Wir bestellen das Teil in der Toyota-Werkstatt in Kasama und dann wird das René dort einbauen. Das Problem ist, Teile sind halt hier unglaublich teuer. In Deutschland würde ich das bekommen für ungefähr $100 und hier muss ich $240 bezahlen. Ja, sagen wir $120 würde ich in Deutschland für ein Original-Toyota-Teil bezahlen. Ich könnte ja welche vom Aftermarket kriegen, die kosten dann die Hälfte. Was ist der Aftermarket? Das ist der Billigmarkt. Genau, nicht Originalteile, quasi gleichartige Teile, nur von irgendwoher. Problem ist, ich will beim Lüfter eine gute Qualität haben, weil wenn der kaputt geht, kann der dir A, den Kühler zerschlagen, was ein Riesenproblem ist. Und ja, deswegen ist es für mich indiskutabel, da so ein Billigding zu nehmen, was nachher vielleicht den Dienst quittiert und ein großes Problem mit sich bringen würde. Irgendwo im Busch. Genau. Wenn es jetzt ein irgendein nicht unbedingt notwendiges Teil wäre, dann würde ich auch mal auf den Aftermarket zugreifen. Also auf Richtung Kasama und gucken, dass wir das da am Montag kriegen. Wir sind zurück. Wir haben uns doch umentschieden, weil das andere in Kasama, das war uns zu kompliziert. Da hätte man mit Vorkasse irgendwas machen müssen und das wollten wir uns jetzt nicht. Das ist kein kleiner Betrag, wollten wir uns nicht trauen. Also sind wir wieder zurück und lassen dieses blöde Teil jetzt aus Lusaka kommen. Ach, es tut weh. Es ist, wie kann es anders sein, natürlich Freitag und auch in Afrika gibt es fast normale Arbeitstage und daher steht das Wochenende vor der Tür. Noch dazu kommt das Teil per Überlandbus aus dem 660 Kilometer entfernten Lusaka und alleine der Bus fährt auf dieser Höllenstrecke 12 Stunden lang und da reden wir noch nicht von den Kurieren, die das Teil vom Lieferanten zum Bus bringen und niemand in dieser Kette darf irgendwo liegen bleiben. Also drücken wir uns einfach mal die Daumen, dass das alles klappt und Mr. Anton am Montag loslegen kann. Während Yvonne drin für euch die Filme schneidet, mache ich hier so ein bisschen kleine Schrauber-Action. Hier habe ich eine neue Mutter und einen Wellendichtring. Und das Ganze bauen wir jetzt hier unten. So. Ich kriege mal mit euch um das Auto. Das bauen wir jetzt hier hinten ins Hinterachsdifferential ein. Hier kommt der neue Simmering hin. Und das hier ist die alte Schraube, die war so ein bisschen verhunzt. Die hatte mir ganz leicht Spiel gehabt und das hat mir nicht gefallen. Deswegen gibt es jetzt eine neue. Bevor ich jetzt aber den alten Simmering raushole, habe ich erstmal natürlich sauber gemacht. Jetzt messe ich aber erstmal den alten Simmering aus, der da drin ist und vergleiche das mit dem neuen, den ich habe. Weil nichts wäre schlimmer, den rauszupopeln und wenn dann der neue nicht passt. Deswegen nehmen wir mal unsere Schieblehre und gucken uns das Ganze hier mal an. So ungefähr genau.
Der ist aber ganz schön zäh hier, der Kollege. Der sitzt da schon ganz schön lange, wohnt der drin. Aber jetzt hat er verloren. Machen wir das hier einmal schnell sauber. Und dann können wir versuchen, direkt den neuen Ring wieder einzusetzen. So, hier haben wir jetzt ein bisschen Rost an der Kante, aber das soll mich jetzt nicht weiter stören. Jetzt kommt der neue erstmal da rein. Es gibt eine kleine Challenge, glaube ich, dass er jetzt gerade da reinflutscht, aber kriegen wir auch hin. Aber dazu machen wir jetzt die Kamera aus, dann kann ich mich besser auf meine Arbeit konzentrieren und muss euch nicht noch gleichzeitig hier voll babbeln. Jetzt ist was passiert, was man gar nicht haben will. Riesenscheiße eigentlich. Hier hat sich quasi das Gummi außerhalb des Ringes im Prinzip weggeschoben. Da waren die gerade im Prinzip zu groß und dadurch ist das da hängen geblieben. Jetzt, ja, ich hatte ihn vorher mit Öl eingestrichen, aber das gefällt mir jetzt natürlich nicht. Ich gehe trotzdem mal positiv denkend davon aus, dass er jetzt weiterhin trotzdem dicht ist, aber das hätte schöner laufen können. Auf geht's in die Werkstatt. Mal gucken, wie lange das dauert. Da bin ich ja mal sehr gespannt, und ob unser Teil überhaupt da ist. Immer positiv denken. Wie lange kann das eigentlich nicht dauern? Das sind ja nur ein paar Schräubchen, zack, zack. Wie immer, zack, zack, mal 3 ist dann zack, 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 zack. Kleine Geschichte am Rande. Mpika ist zwar weit und breit der größte Ort mit über 60.000 Einwohnern, aber unser Campground-Betreiber Andreas musste bis vor ein paar Jahren und teilweise sogar noch heute alle seine Lebensmittel aus Lusaka organisieren, weil es hier qualitativ nichts gibt. Jetzt ist spannend, ob das Teil da ist. Good morning. Good morning, how are you? Fine, thank you. How are you? Fine. Now it should be easy. No, it's still locked. It changes, of course. Da ist das teure Plastikteil. Arrived from Lusaka. Long way. Long way. Da ist das Scheißfältchen. Hebe ich den jetzt auf oder schmeiß ich den When jetzt today weg? always put this Toyota, Was there is sollst du also damit? that blue label here. Ready. Tipptopp. Tipptopp, fertig eingebaut. Reparatur erledigt. Jetzt dürfen wir noch hier bei Vater Thomas aus Mainz, den wir ja auch schon unterwegs auf der Gasse getroffen haben. Hier ist nämlich sein Auto. Als wir das Escarpment hoch sind, dürfen wir jetzt noch Wasser tanken. Das Wasser ist wohl besser als auf dem Campground, nicht so ganz eisenerzhaltig aus einem Borehole. Wir haben jetzt hier ein größeres Problem. René war jetzt gerade hier an der ATM-Automaten, hat auch alles eingegeben, brav. Der Automat hat wohl auch schon gezählt, aber er hat kein Geld ausgespuckt. Und er hat das jetzt mal geprüft online. Auf unserer Bank ist das Geld auch schon weggegangen und jetzt ist er mal reingegangen. Zum Glück sind wir hier an einem Werktag. Und jetzt hoffen wir mal, dass wir das hier bereinigt kriegen, aber das wird hier ganz schön schwierig. Hoffentlich war es nicht so viel, was er abgehoben hat. Ich sage immer, wenn es einfach wäre, könnte es ja jeder. Oh, ich wollte eigentlich nur Geld abheben am Automaten. Brav gemacht, Karte rein, alle Nummern eingegeben, zapp, zerab, das Ding fängt auch an zu zählen, tak, 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 und es kommt kein Geld raus. Bin ich dann da rein, bababab, 7.000 Leute gesprochen, drin überhaupt, 10.000 Mann ungefähr in dieser kleinen Bank. Dann bin ich irgendwann beim Manager gelandet und der Manager hat mir erklärt, ja, das ist eine blöde Situation, aber wir können da quasi gar nichts machen. Das muss ich über unsere Bank, muss ich das quasi beantragen und bla 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 bla. Ja, aber jetzt habe ich erstmal Geld, jetzt können wir erstmal den Anton bezahlen. Und ja, um das verloren gegangene Geld, verschwundene Geld müssen wir uns halt dann irgendwie kümmern und hoffen, dass wir es wieder kriegen. Wir haben uns jetzt entschieden, trotz dieses Bank-Fails, den wir ja noch klären müssen, weiterzufahren Richtung Kasama, damit wir da morgen einkaufen gehen können oder vielleicht sogar schon heute noch, um morgen einfach mal ein bisschen Kilometer zu machen. Wir wollen jetzt zügig, ohne Rechts-Links-Schwenk,
versuchen, nach Burundi zu kommen. Über Tansania. Wir machen ja noch einen kleinen Abstecher in Tansania. Das ist ja unser Transitland quasi. Wir sind in Kasama eingefahren. Wieder ein ganz anderes Bild dieser Stadt als vorher Mbika. Es ist aber auch mehr als 3-mal so groß wie Mbika und Verwaltungssitz der Nordprovinz Sambias. Wir nutzen das goldene Licht der untergehenden Sonne, um uns noch etwas die Beine nach der Fahrt zu vertreten, bevor wir uns ins Innere von Tembo verziehen, denn der Hinterhof im Garten eines Hotels lädt uns zumindest nicht wirklich zum Draußensitzen ein. Während die Yvonne schon mal den Tag präpariert und Getränke vorbereitet. Wir haben nämlich heute, werden wir Richtung Tansania fahren, Richtung Grenze. Wir werden mal kurz überlegen, ob wir vielleicht noch einen Abstecher an den Tanganyika-See machen auf sambischer Seite. Die Nacht haben wir jetzt hier in Kasama verbracht, im Hintergarten quasi von einem Hotel. Und jetzt gehen wir erst mal richtig shoppen, denn in Tansania soll das deutlich schwieriger werden mit dem Shoppen. Weil hier jetzt in Kasama gibt es nochmal einen Supermarkt, einen richtigen. Und das hört scheinbar in Tansania auch auf. Es ist jetzt kurz nach 10. Wir waren eben kurz vorher schon mal einkaufen im ShopRite. Und es läuft mal wieder alles nach dem Motto, wenn es einfach wäre, könnte es jeder. Wir stehen mit unseren reichhaltigen Alkoholvorräten, natürlich zuzüglich unseren noch viel reichhaltigeren Lebensmittelvorräten, an der Kasse. Und dann erklärt uns der Mann an der Kasse, dass wir das nicht kaufen dürfen. Weil vor 10 Uhr wird hier kein Alkohol ausgeschenkt. Also mit dem Frühstücksbier, das ist ja überhaupt nichts. Das war wieder ein neuer Lernprozess. Das heißt, samstags ab 12 Uhr, aber auch nicht wochentags vor 10 Uhr. Neue Regel, die wir jetzt gelernt haben. Na gut, jetzt haben wir erstmal getankt und jetzt gehen wir unseren Alkohol abholen, der vielleicht noch sogar an der Kasse steht. Aber ich bin ja ganz glücklich, dass ich überhaupt Weißwein bekommen habe. Nicht nur zuckersüßen Weißwein, sondern hoffentlich ein bisschen trockeneren. Das Auto ist wieder vollgepackt, es ist 10 Uhr, 10:33 Uhr und jetzt gehen wir an die letzten 180 Kilometer bis zur Grenze. Vielleicht fahren wir auch noch mal an den Lake Tanganyika, aber das weiß ich noch nicht. Das müssen wir uns dann noch mal überlegen. Für uns ist es immer wieder total spannend, durch afrikanische Städte zu fahren und die Kontraste zwischen Ursprünglichkeit und Moderne, die es an allen Ecken und Enden gibt, in uns aufzusaugen und sie zu entdecken. Ungefähr auf der Hälfte der Strecke nach Mbala hält René kurz an, denn eine Gruppe Männer steht mitten im Nirgendwo neben ihrem liegen gebliebenen LKW und macht Trinkzeichen. Die Jungs haben einen Schaden am Auto, am LKW und der René gibt ihnen jetzt Wasser. It's only such a small piece. Yeah, it's fine for me. No, but Yeah, we'll share with but my it's not fair to all the rest. I wish you good luck, guys. Yeah. Let me have a look. Yeah. Oh, here's my friend Joseph. Yes. He has a major car breakdown. The differential is broken from his nice red Freightliner. Freightliner, American vehicle. Yeah, it's a great car, huh? Detroit engine. And here we have the destroyed parts. The pinion is broken. Pinion. The pinion, yes. Yeah, pinion is broken. That for the front diff. Yeah. So this is the top component. Situation. Yes. Jetzt warten sie darauf, dass einer aus Lusaka kommt und versucht, den Pinion hier zu besorgen, damit man das wieder in Gang bekommt. Yes. Aber das wird noch ein bisschen dauern, bis der Wagen hier wieder läuft. Manchmal fährt man lieber neben der Straße als auf der Straße, weil es da enorme Krater gibt, die sehr anstrengend zu durchfahren sind. Mein ganzer Innereienkomplex ist, glaube ich, durcheinandergewirbelt worden mittlerweile. Das macht
mitunter Seitenstechen. Ich muss aber gestehen, von Pika aus bis jetzt war die Strecke relativ gut nach Mbala an die Grenze von Tansania. Das ist jetzt erst hier die letzten, ich schätze mal so 80 bis 100 Kilometer bis zur Grenze sind das noch, die erbärmlich sind. Grauenvoll. Da fährt jeder Slalom oder eben mal neben der Piste. Wir fahren dem Lake Tanganyika entgegen. Der Sonnenuntergang, der wird schon auf uns warten. So ein bisschen aufgeregt bin ich jetzt schon. So Lake Tanganyika ist schon irgendwie was Geiles, glaube ich. Das ist der Weg zum Lake Tanganyika. Mbala, durch das wir gerade gefahren sind, liegt auf ungefähr 1700 Meter plus. Und der Ort, an dem Lake Tanganyika jetzt liegt, ich habe vergessen, wie er heißt, irgendwas mit Mbulugulu. Mbulugulu ist auf jeden Fall 800 Meter tiefer. Es soll wahnsinnig viel heiß sein, das soll einen ganz anderen Flair haben als da oben Mbala, welches an der Grenze, in der Nähe der Grenze nach Tansania ist. Und Lake Tanganyika ist ja ein ganz interessanter See. Er ist nämlich A, der zweittiefste See der Welt, B, 700 Kilometer lang. Ich glaube, es ist damit der längste See der Welt. Das habe ich aber auch nicht mehr so ganz im Kopf. Und es ist der See, der auf jeden Fall die meisten endemischen, das heißt nur dort ansässigen Tiere und Pflanzen in sich birgt. Es ist immer so schwierig, die Worte dafür zu finden. Und er enthält meines Wissens 1/6 des Süßwasservorkommens dieser Welt. Das habt ihr gelesen. Das ist natürlich immer alles erlesenes Wissen. Wir können da nie drauf irgendwie schwören. Aber Ja, ausgelittert habe ich es nicht. Ja. Ganz, ganz interessant, was wir da machen. Wir fahren ja eigentlich viel länger innerhalb des Landes Tansanias am Lake Tanganyika entlang, aber der muss ganz viel Steilküste haben und es sind nur ganz wenige Zugänge. Deswegen auf jeden Fall jetzt unser Lake Tanganyika-Punkt, wenn wir da jetzt in den nächsten 35 Kilometern die 800 Höhenmeter nach unten fahren. Es gibt einen Schiffsverkehr, einen Schiffsverkehr zwischen Kigoma und dem Ort, wo wir jetzt hinfahren, am Lake Tanganyika. Und zwar mit einem ehemals deutschen Schiff. Das ist 1913, das heißt über 110 Jahre her, dass dieses Schiff jetzt hierher geschafft wurde. Und es sollte eigentlich für Frachttransport dienen, ist aber dann auch zweimal Weltkrieg I und Weltkrieg II ist es zweimal zum Kriegsschiff mutiert, ist zweimal versenkt worden, ist immer wieder gehoben worden, repariert worden und wird heute noch als Passagierschiff und Frachtschiff genutzt. Und das Auto würde, wenn es denn käme, würde es mit einem Kran da drauf gehen. René wollte das gerne machen. Ich wäre gestorben wahrscheinlich schon wieder auf Angst. 110 Jahre altes Stahlschiff in Afrika gewartet. In einem der tiefsten Seen der Welt. Ich wollte die Frau mal zu einer schönen Kreuzfahrt einladen. Passt leider nicht. Nein. Ist sie wieder zippig, die Frau, kann ich nichts für, ist in mir irgendwie verankert. Ich habe aber ja eh Glück, weil das Ding liegt gerade in der Werft, so haben wir es zumindest gelesen. Da sieht man ihn. Der legendäre Lake Tanganyika. Mein Mann ist hin und weg. Ihm gefällt das hier. Gut hier. Da haben wir jetzt richtig was los auf der Gasse. Total geil. Hier tobt wirklich der Bär. Alles die richtigen Straßenschilder. Die Musik brummt. Warum sollte denn auch eine Zufahrt zu einer Campsite einfach sein? Aber wir sind gleich direkt am Lake Tanganyika in der Mbulungu Bar. Langsam. So. Lake Tanganyika, jetzt trinke ich erstmal ein schönes kaltes Bier auf dich.
ist schon wie am Meer hier. Ein junger Mann hat jetzt hier ganz ordentlich Müll eingesammelt. Das war sehr schön. Wir tauchen auf und hier wird Müll eingesammelt. Und da ist die örtliche Müllverbrennungsanlage. Wir genießen einen unbehelligten Abend, der ja recht selten in der letzten Zeit war, und schauen dem bunten Treiben am See zu. Und hier wieder ein Hinweis in eigener Sache. Wenn euch unsere Filme gefallen, dann abonniert gerne unseren Kanal, aktiviert die Glocke, um nichts zu verpassen, und lasst uns einen Kommentar da. Denn jede Interaktion mit euch motiviert uns und hilft unserem Kanal weiter zu wachsen. Falls ihr uns darüber hinaus unterstützen möchtet, findet ihr den Link in der Videobeschreibung und auch in unserer Bio. Vielen Dank dafür. Wir beobachten die Fischer bei ihrer Arbeit, was extrem interessant ist. Zunächst zieht das Boot das Netz in einem großen Kreis aus, welches direkt im Anschluss von der vorher an Land ausgesetzten Mannschaft wieder eingeholt wird. Kinder und Männer springen ins Wasser und halten sich in Netznähe auf oder schmeißen immer mal einen Stein an den Netzrand. Dann stoßen Frauen mit großen Wannen zu der Gruppe und arbeiten fleißig mit. Leider war der Fang an diesem Ort und Tag nicht wirklich ergiebig, zumindest in unseren Augen und für die Menge Mensch, die daran beteiligt war. Aber vielleicht liege ich damit ja auch falsch. Einer der Fischer präsentiert uns stolz einen Teil des Fangs. Ich habe ja keine Ahnung davon, aber das müsste bestimmt einer der berühmten Buntbarsche des Sees sein. Die Nacht unter Mangobaum. Die Kinder essen ja hier diese unreifen Früchte. Wir verlassen den Tanganjika-See. Nachdem wir die erste Nacht hier am Tanganjika-See, ich sag mal, auf so einem, eher medium bis weniger guten Platz verbracht haben, obwohl wir heute Morgen schon die Fischer sehen könnten, haben wir jetzt hier bei Celestine, ein paar Kilometer weiter, einen wunderbaren Platz gefunden. Schaut euch das mal an. Da finde ich total geil. Und jetzt werden wir uns hier mal richtig schön einrichten. Wir stehen ein bisschen im Schatten und deswegen muss ich jetzt mal unser mobiles Solarpanel rausholen, damit Yvonne für euch auch heute ein bisschen was arbeiten kann und die Filme schneidet. Worüber ich ehrlich gesagt ganz froh bin, denn wir stecken hier für uns in einer echten Zwickmühle. Weit über 40 Grad, ein kristallklarer See vor der Nase und wir gehen nicht hinein. Denn die Seen in Afrika sind allesamt stark von Bilharziose befallen. Dies ist eine durch Süßwasserkontakt übertragene Wurminfektion, dessen Zwischenwirt eine Wasserschnecke ist und dessen Larven sich bereits nach kurzem Kontakt durch die Haut des Menschen arbeiten und sich im Inneren zu Würmern entwickeln, die die Organe befallen. Und ganz klar, der Gedanke an Würmer im Körper senkt die Umgebungstemperatur schlagartig auf den Gefrierpunkt. Also müssen wir gar nicht da rein. Haben wir ein Glück. Schönen Morgengruß vom Running Man. Heute für mich ein legendärer Lauf. Morning, how are you? Ich laufe nämlich am Lake Tanganjika entlang. Ich habe jetzt Glück beim Lauf. Wir haben nur 30 Grad, 50% Luftfeuchtigkeit und es ist leicht diesig. Das heißt, die Sonne brennt nicht so richtig runter. Ich habe jetzt Laufkollegen gefunden, haben eine Art Lauftreff. Morning, how are you? Good morning. What's your name? My name is René. And your name? Finde ich gerade noch nicht raus. Das Schöne ist ja, wenn ich hier morgens mal einen Running Man mache, ich finde das immer sehr amüsant. Du triffst lauter Leute, die Leute aus den Dörfern und Hütten am Pistenrand, die winken und grüßen und alle haben irgendwie einen Spaß und denken ja vor allen Dingen, der Weiße, der hat ja nicht mehr alle Tassen im Schrank. Der rennt hier freiwillig durch die Gegend, da wird hier keiner machen. Die haben ja alle, wenn sie langlaufen, einen Auftrag und in der Regel
haben sie noch schwere Lasten zu tragen. Die Frauen gehen die ganze Zeit Holz holen, haben riesige Äste auf dem Kopf, selbst die kleinen Kinder schon, oder irgendwelche großartigen Schüsseln. Die Männer laufen meistens mit weniger Gewicht. Immer wieder begegnet einem auch ein Moped. Da sitzen in der Regel 1 bis 4 Mann drauf. Die werden ja gerne als Taxi benutzt. Das ist, glaube ich, so der Einstieg. Wenn sich einer so ein Moped leisten kann, dann fängt er so an, sein Transportunternehmen zu gründen. Und irgendwann hat er es dann vielleicht mal geschafft und hat so einen schönen großen Freightliner-Sattelschlepper hier auf den Inlandstraßen Afrikas laufen. So, gleich haben wir es geschafft. Muss noch 1 Kilometer flitzen. Aber ganz schön anstrengend heute. Ich glaube, mittlerweile haben wir doch wahrscheinlich schon eher wieder 33, 34 Grad. Die Sonne drückt mehr durch. Und somit kommen wir zur zweiten Zwickmühle dieses traumhaften Platzes. Da wir ja nicht im See baden gehen, unser sauberes Trinkwasser nicht für Duschen verschwenden wollen, nehmen wir euch jetzt mal mit in unser romantisches Badehäuschen. Denn der Schweiß muss ja irgendwann mal vom Körper runter. Nur, wo wird denn dieses Wasser wohl herkommen? Eine echt vermaledeite Situation, die wir für uns nicht richtig lösen können. Wir entscheiden uns einfach mal, dass die Larven nicht bis hier oben hin gespült werden und drücken uns mal die Daumen. Denn diese Temperaturen ohne Duschen, das geht leider gar nicht. Abends gönnen wir uns mal was und lassen uns von unserer Gastgeberin Celestine lecker bekochen. Wir essen einen Fisch aus dem Lake Tanganyika. Das ist ja jetzt spannend. Mit Kartoffeln. Oh, lecker, lecker, lecker. Sehr geil. Freue ich mich jetzt. Normalerweise posten wir hier kein Essen, aber hier, das ist ja schon was Besonderes. Ein Fisch aus dem Lake Tanganyika. Es wird wahrscheinlich ein Barsch sein. Ich bin natürlich wie immer zu blöd, das zu wissen. Aber ist sehr lecker. Sehr fleischig. Sehr gut. Die Kartoffeln auch. Sehr geil. Gute Entscheidung. Guten Morgen von einem sehr ruhigen Lake Tanganyika. Wie schön das auch sein kann. Noch ist die Sonne nicht richtig draußen, aber René gibt nicht auf und versucht jetzt die ersten und hoffentlich nicht letzten Sonnenstrahlen schon einzufangen. Wir haben beschlossen, noch einen Tag länger hier zu bleiben. Gestern ist hier noch eine Gruppe Weißer angekommen. Das ist ganz interessant, haben wir jetzt eben auch schon mal einen kurzen Schwätz gehalten. Die kamen gestern spät und waren etwas im Stress, weil ihre ganze Ausrüstung nass geworden ist. Die kamen nämlich per Boot. Und es war ja so wellig gestern. Und alles ist über Bord gegangen. Bei denen ist alles nass. Jetzt muss alles ausgebreitet werden und getrocknet werden. Es sind Biologen, unter anderem 2 Stück aus Deutschland. Und die werden hier jetzt Tests machen. Irgendwie, es geht um die Unterwasserwelt. Es ist keine 8 Uhr. Mein Mann hat mich heute mal überredet, mit ihm einen Spaziergang zu machen. Ich habe quasi gewonnen. Er hat heute gewonnen. Das, was er sonst joggt, laufen wir hier entlang. Die Brühe läuft, es ist schon glühend heiß. Und der joggt das normalerweise. Wahnsinn, wir sind echt Hitze gewohnt, aber das hier ist schon... Und wir sind noch nicht bei 100% Luftfeuchtigkeit, aber das ist die einem den Atem nimmt. Bei uns würde man sagen, schön muggelig warm. Hier mal ein kleiner Rundumblick, ein bisschen von oben. Der Lake Tanganyika. Für uns ja irgendwie legendär, für viele wahrscheinlich unbekannt. Aber irgendwie hat er bei uns einen legendären Ruf, weil ein Bekannter von uns hier Forschungen schon vor 25 Jahren gemacht hat. So, wir kommen gerade an der örtlichen Schule vorbei. Teilweise Outdoor-Unterricht und hier ganz ordentlich die Toiletten. Überhaupt? Ja, um ordentlich zu beurteilen, müssten wir eigentlich mal reingehen. Nee, das machen wir aber jetzt nicht. Weil die gucken schon aus dem Fenster hinter uns. Deswegen laufen wir jetzt mal ganz unauffällig einfach hier weiter. Bevor wir den ganzen Unterricht stören. Genau. Kriegen wir einen Eintrag ins Klassenbuch. Hello, good morning, ladies.
From here too? Yes, to here. Okay. Kurze Reparatur. René hat sein Leatherman ja dabei. You put it here. Ah, I see. Okay. Dann? Perfect. Perfect. That's good. Thank you. Das bedeutet God knows. Nyire. Amanier. Manyire. Amanier. It is rungu. Rungu, okay. So now we know a little word of Rungu. But great motorcycle. As a manyire, God knows. So, es ist vollbracht. Genau. 2500 Meter. Das war der Deal. Jetzt gehen wir zurück. Da haben wir auch ein bisschen Gegenwind, das kühlt ein bisschen. Das tut ganz gut gerade, weil die Brühe läuft. Ansonsten, wenn man in die Richtung weitergeht, ist ja meine Strategie immer einfach schneller laufen, dann kriegt man Fahrtwind, das kühlt nämlich auch. Wir sind so unterschiedlich und der geht mir dann in der Hinsicht so auf den Sender, genauso wie ich ihm auf den Sender gehe. Komplett Ja. geht sie mir auf den Sack. Ja. Aber so, wir müssen uns ja auch manchmal ein bisschen streiten. Das wäre ja sonst zu viel Harmonie des Guten. Vizuri Sana Nareve. Jambo Habarigani. Vizuri Sana Nareve. Hallo, guten Tag, wie geht es Ihnen? Das ist eigentlich sehr weiblich, was er gerade macht. Er macht zwei Sachen zur gleichen Zeit. Er lernt ein bisschen Kiswahili, jetzt für unseren nächsten Länderpunkt Tansania. Und er läuft. Nee, Laufen ist bei mir ein Automatismus. Das zählt nicht als Tätigkeit. Oh, wow, wow. Bye bye. Geschafft. Wie gerne würden wir jetzt da reinspringen. Das sieht so verlockend aus. Aber wir sind, oder ich habe sehr großen Respekt davor. Ich habe gar keine Lust, erst Bilharziose zu bekommen. Wir haben zwar ja jetzt hier auf eine Forschergruppe getroffen oder sind auf eine Forschergruppe getroffen, die sagen, seit Jahren sind sie hier und noch nie ist einer mit Bilharziose zurückgekommen. Ich finde es nur sehr unheimlich, weil wir wollten unsere Vorurteile, Vorbehalte halt gleich hinwegschmeißen. Und was ist, du kommst hier ans Meer oder kommst hier ans Wasser. Und das Erste, was man sieht, ist zum Beispiel auch hier jetzt eine kleine Schnecke. Und es ist halt so, dass Schnecken der Wirt sind für den Wurm, der die Bilharziose überträgt. Und wenn man das jetzt einfach schon gleich als allererstes sieht, ich vertraue dem nicht. Ich möchte es einfach gar nicht erst bekommen. Deswegen verkneife ich mir das. René macht das auf. Und wir genießen einfach nur den Flair dieses Ortes. Und schon ist die Zeit wieder um für diese Woche. Wir danken euch für eure Aufmerksamkeit und nehmen euch nächste Woche mit über die nächste Grenze. Tansania, das Land, in dem mein Afrika-Traum begann. Die Serengeti darf nicht sterben von Bernhard Jimmek, ein Film, der ganz viel mit mir gemacht hat und jetzt sind wir kurz davor. Doch davon mehr ab nächsten Sonntag. Wir wünschen euch eine gute Woche, bleibt weiterhin gesund und habt viel Spaß im Leben. Wir sagen Tschüss und Bye-bye und bis bald.